Moin Moin und willkommen zum, ich glaube, 5. Teil mittlerweile. Ihr habt ja letzte Mal nach meinem Mental Breakdown am Ende gesehen, dass es nicht so gut lief und ich immer noch die Fehlzündung im Auspuff habe beim abrupten vom Gas gehen. Ich habe mich jetzt die letzten Tage nochmal intensivst mit dem Thema beschäftigt und bin jetzt zum Entschluss gekommen, dass wir jetzt nochmal das ganze Bike auseinanderreißen, den Vergaser nochmal ausbauen. Ich hatte ja bisher nur die Aircut-Membran getauscht. Ich habe jetzt für knapp 100 Euro Teile bestellt, alle Einzelteile vom Vergaser neu, alle Membranen neu. Die werden vermutlich erst nächste Woche kommen. Wir bauen jetzt heute den kompletten Vergaser aus, zerlegen alles in die Einzelteile. Dann werde ich den Vergaser selber, das Gehäuse, wahrscheinlich weggeben zum Ultraschallreinigen, professionell. Und nächste Woche bin ich in Barcelona. Wenn ich davon wieder da bin, sind hoffentlich alle Teile da und dann werden wir den kompletten Vergaser general überholen. Was ich auch noch gucken will, prüfen will, ob vielleicht der Ansaugstutzen bzw. Ansaugtrakt zum Motor hin undicht ist und ob vielleicht irgendwie die Auspuffschellen undicht sind oder sonst was, dass irgendwie am Krümmer Luft reinkommt. Ja, vielleicht auch neue Zündkerzen rein. Also wir müssen jetzt nach jedem Strohhalm greifen. Ich bin wieder ein bisschen voller Hoffnung. Wir werden das Thema angehen. Wir kriegen das schon gelöst. Es wird nur noch etwas Zeit brauchen. Ich nehme euch heute wieder mit und ich würde sagen, let's go. Bei 30 Grad schön ein bisschen schrauben. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt gerade am Ende nicht mehr gefilmt. Ich habe euch nur noch kurz gezeigt, wie der Fender aktuell aussieht. 2 Schichten Grundierung drauf. Eventuell macht mein Kollege morgen noch die erste Lackschicht drauf. Ich bin ab morgen ja nicht mehr da. Ich fliege jetzt in Urlaub. Das heißt, er wird vielleicht alleine noch ein bisschen was machen. Das Bike habt ihr ja gesehen. Ich habe jetzt den Vergaser ausgebaut, noch nicht zerlegt. Das mache ich erst, wenn ich die neuen Teile da habe. Sonst, ja, weiß ich nicht, ist es ein bisschen blöd, wenn da immer so viel Zeit zwischen liegt. Allerdings haben wir eine neue Vermutung. Ich kann euch das leider technisch noch nicht 100% erklären und ich habe gerade vergessen zu filmen bzw. das zu zeigen. Das werde ich aber im nächsten Teil nachholen. Und zwar gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Blöcken, sage ich mal. So eine Gummiverbindung. Und da hatte ich so eine Art, sah aus wie so ein Luftfilterpilz hatte ich da drauf. Und das sah absolut nicht original aus. Und ich hatte mich auch gewundert, dass an meinem Luftfilterkasten innen drin ein Anschluss mit Heißluft oder so Heißkleber zugeklebt war. Und von hinten auch kein Schlauch drauf war und auch kein Schlauch zu finden war. Dann habe ich mir so eine Explosionssprengzeichnung da angeguckt von dem ganzen Ansaugsystem. Und da habe ich gesehen, dass das Teil, was bei mir verbaut ist, definitiv nicht original ist. Es sieht aus wie beim Auto so eine Kurbelwellenentlüftung. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob das jetzt gleichzusetzen ist. Ich muss mich da nochmal informieren. Allerdings ist das nicht original und das wurde quasi somit überbrückt, damit keine, denke ich mal, heißen Dämpfe vom Motor oder so wieder mit angesaugt werden, um somit vielleicht die Leistung zu steigern. Das könnte aber das Gemischverhältnis schon so weit verändern, dass daran auch die Fehlzündungen liegen. Ist natürlich wieder nur eine Spekulation, aber es ist definitiv nicht original und sah sehr gebastelt aus. Dementsprechend werde ich jetzt schauen, ob ich irgendwie dieses Teil und den Schlauch besorgen kann, um das wieder möglichst in den Originalzustand zurückzusetzen. Weil ich will jetzt erstmal das Motorrad, soweit es geht, in den Originalzustand zurücksetzen, was alles angeht, was irgendwie Einfluss auf die Gemischbildung oder so hat, um dann zu gucken, wie es aussieht.
Und ja, das wäre jetzt die Herangehensweise. Ich zeige euch das dann im nächsten Video. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ihr werdet trotzdem Videos kriegen. Ich habe ja vorproduziert. Und wir sehen uns dann nach meiner Woche Barcelona. Danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Teil.